Ich heiße Carmen Marschall-Strauß und stehe heute hier am Lagertor des ehemaligen Konzentrationslagers Ravensbrück und gedenke als Enkeltochter, Tochter und Nichte meiner Familie und all den Menschen, die dem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden die letzten Angehörigen unserer Minderheit in Auschwitz-Birkenau im sogenannten Zigeunerlager ermordet. Etwa 4.300 Sinti und Roma, vorwiegend Frauen, Kinder und alte Menschen, wurden in den Gaskammern ermordet. Gerade die Ermordung von Kindern zeigt den rassistischen Charakter der Verfolgung von Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Sie wurden umgebracht, weil sie Angehörige der Minderheit waren und nicht aufgrund irgendeines Fehlverhaltens. Auch deshalb ist der 2. August heute der zentrale Gedenktag an die Opfer des Völkermordes, dem in Europa schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma zum Opfer fielen. Ich kenne keine Familie deutscher Sinti und Roma, die keine Opfer zu beklagen hatte. Unsere Menschen wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie konnten sich nirgendwo mehr sicher fühlen. Es folgten Zwangsarbeit und die Inhaftierung in Konzentrationslagern, wo viele durch mörderische Zwangsarbeit, Unterversorgung, medizinische Experimente und die Gewalt der Wachmannschaften elendig zugrunde gingen. Im Frühjahr 1943 begann die systematische Verschleppung ganzer Familien von Sinti und Roma in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Auschwitz, Ravensbrück und all die anderen Lager sind mit meiner eigenen Familiengeschichte auf schreckliche Art und Weise verbunden. Ich möchte von meinem Großonkel mütterlicherseits berichten. Konrad Höllenreiner wurde am 28.03.1901 in München geboren. 1927 heiratete er Alma, geborene Handstein. 1941 wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Wie viele andere Sinti und Roma wurde er aufgrund seiner Herkunft später wieder aus dem Militär ausgeschlossen. Im März 1943 hat man ihn zusammen mit seiner Familie und einen Großteil seiner Verwandtschaft verhaftet. Ihr Besitz wurde zugunsten des Staates eingezogen, also geraubt. Wenige Tage später wurde die ganze Familie ins Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau deportiert. Die Transportbedingungen sowie die Verhältnisse im Lager waren katastrophal. Schon nach kurzer Zeit später starben Alma Höllenreiner und ihre älteste Tochter Maria an den schlechten Bedingungen, die im Lager herrschten. Im Sommer 1944 wurde mein Großonkel Konrad mit seinen Söhnen Ludwig und Johann Baptist sowie seinen Töchtern Anna und Werner hier an diesem Ort ins KZ Ravensbrück verschleppt und dort voneinander getrennt. Ins Ravensbrück führten SS-Ärzte an Sinti und Roma Zwangssterilisationen durch. Tochter Anna starb an den Folgen des Eingriffs. Kurz vor ihrem Tod wurde die gerade einmal 12-Jährige in das nahegelegene sogenannte Jugendschutzlager Uckermark gebracht, welches die SS ab Ende 1944 als Selektions- und Sterbelager nutzte. Die zwei Jüngsten, Werner und Johann Baptist, wurden zusammen mit anderen Verwandten im März 1945 über Mauthausen nach Bergen-Belsen verschleppt. Mein Großonkel Konrad und sein ältester Sohn Ludwig kamen ins KZ Sachsenhausen. Vater Konrad musste kurz vor Kriegsende noch einmal eine Uniform überziehen, um unter Zwang Berlin zu verteidigen.
Sein Sohn Ludwig Höllenreiner wurde im April 1945 während eines Todesmarsches von alliierten Truppen befreit. Die 10-jährige Werner starb kurz nach der Befreiung in Bergen-Belsen an den Folgen der Kfz-Haft. Mein Großvater väterlicherseits und 9 weitere Angehörige meines Vaters sind in Auschwitz-Birkenau ermordet worden. Für die wenigen Überlebenden des Völkermordes war die Situation in Deutschland nach 1945 alles andere als einfach. Während ihre Verfolger, Peiniger und Mörder akzeptierte Mitglieder der Gesellschaft waren und zumeist an ihre berufliche Laufbahn aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wieder anknüpfen konnten, waren Sinti und Roma weiterhin mit Rassismus konfrontiert und wurden in vielen Fällen an den Rand gedrängt. Heute und hier, an diesem Ort, wo so viel Schreckliches passiert ist, will ich meinen Eltern meinen tief empfundenen Dank aussprechen. Sie haben uns Geschwister ohne Hass erzogen. Nur deshalb können unsere Kinder heute in unserem Land ein normales Leben führen. Danken möchte ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gedenkstätte Ravensbrück, die heute mit uns gedenken und über die Sinti und Roma, die hier im Lager inhaftiert und ermordet wurden, informieren. Ich danke Ihnen. Der 2. August ist ein Datum, an dem alljährlich an die nationalsozialistischen Verbrechen an den Sinti und Roma erinnert wird. Und so möchten wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gedenkstätte Ravensbrück, an diesem Tage auch an die Gefangenen erinnern, die in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert wurden. Allein im Jahr 1944 kamen etwa 1000 Frauen und Kinder in das Frauenkonzentrationslager und sie kamen in ein Lager, das mittlerweile sehr, sehr voll war. Es gab kaum Unterkunftsmöglichkeiten und darum hat die SS in der Mitte des Lagers ein Zelt aufgebaut, in dem die frisch eingetroffenen Gefangenen untergebracht wurden. Die Folgen von Mangelernährung, Krankheiten und Seuchen griffen um sich. Grundsätzlich hatten Sinti und Roma einen schweren Stand in den Lagern. In der nationalsozialistischen Rassenideologie galten sie als minderwertig und in den Lagern trugen sie den schwarzen Winkel der als asozial diffamierten Gefangenen. Dementsprechend wurden sie zu eher schweren Arbeiten herangezogen und auch die Bewacher zeigten deutlich ihre Geringschätzung. Bereits 1939 kamen die ersten Sinti und Roma aus dem Burgenland in Österreich nach Ravensbrück und 1942 wurden viele in Außenlager gebracht, um für die Rüstungsindustrie zu arbeiten. An einer größeren Gruppe von Gefangenen wurden Sterilisationsversuche vorgenommen und viele wurden Opfer der Tötungsaktion 14F13 in Bernburg. Aber Sinti und Roma prägten auch das Lagerleben. Überliefert sind viele Erzählungen, gerade über die Kinder. Überliefert sind aber auch die Zeichnungen von Zeja Stoiker, die zu den künstlerischen Chronistinnen des Lagers gehörte. Ravensbrück ist, und das wissen wir, ein wichtiger Ort für viele Sinti und Roma, denn viele hatten eine Mutter, eine Tante, eine Großmutter oder auch männliche Verwandte, die in diesem Lager inhaftiert waren. Und so können wir auch von vielen von ihnen berichten. Wir können aber beispielsweise die Zahl derer, die hier inhaftiert waren, noch gar nicht genau benennen. Die Zahl changiert irgendwo zwischen 3.000 und 6.000. Und so merken wir, dass die Forschung zu den Sinti und Roma in Ravensbrück noch lange nicht abgeschlossen ist und eine Aufgabe für die Zukunft ist. Wir sehen hier einen kleinen Teddybären. Der Flor des Plüschtieres ist abgenutzt,
Am linken Bein schaut ein Stück Draht heraus an seinem Gelenk und er war auch sehr verschmutzt. Die genaue Geschichte dieses Teddybäres kennen wir nicht, aber was ich gerade zitiert habe aus der Beschreibung der Restauratorin Susanne Buch, die dieses Objekt 2018 restauriert hat, gibt schon Hinweise auf seine Geschichte. Der Teddybär ist viel genutzt worden, oft berührt worden. Er ist wahrscheinlich oft zu Boden gefallen und er hat Schäden erlitten im Laufe der Jahrzehnte. Es ist eine sehr berührende Geschichte, die viele Personen, die ihn gesehen haben, sehr anrührt. Und wir kennen auch die Überlieferungsgeschichte in diesem Fall, nämlich Annie Sindermann von einer KZ-Überlebenden aus Ravensbrück, die diese Geschichte überliefert hat. Annie Sindermann ist selbst Gefangene im Lager gewesen ab Oktober 1944. Und als sie von einem Arbeitseinsatz zurückgekommen ist, hat sie einen Transport von Sinti und Roma gesehen, der neu ins Lager kam. Und in diesem Transport waren auch sehr viele Kinder. Was dann passiert ist, hat sie ihrer Tochter Inge Schwark erzählt und die hat es uns aufgeschrieben. Daraus möchte ich jetzt zitieren. Meine Mutti befand sich zum Zeitpunkt der Ankunft dieses Transportes auf der Lagerstraße. Sie wurde Augenzeugin, wie einem 4- bis 5-jährigen Zigeunerjungen dieser kleine Teddy aus der Hand fiel. Er wollte ihn aufheben. Ein SS-Mann schlug deshalb mit aller Gewalt mit dem Gewehrkolben auf den Kopf des Kindes und erschlug damit den Jungen vor den Augen seiner Mutter. Der SS-Mann schleuderte mit dem Stiefel den kleinen Bären an den Rand der Lagerstraße. Meine Mutti hob ihn auf, konnte ihn am Körper verstecken und hat ihn auch über den Todesmarsch der Häftlinge hinaus bewahrt. Der Name des kleinen Jungen ist leider nicht überliefert. Die Tochter Inge Schwark hat aber noch weiter erzählt: Meine Mutti brachte mir diesen Bären als Spielzeug mit und hat mir die Geschichte des Bären erzählt. Und ich habe ihn bis heute gehütet. Das heißt, er hat 2 Kindern sehr viel bedeutet. Zum einen diesem kleinen Sinto-Jungen, aber dann auch der Tochter von Annie Sindermann, sodass wir gar nicht wissen, die Spuren der Nutzung, von denen ich eben gesprochen habe, aus welcher Zeit sie stammen. Wir wissen auch nicht, ob Annie Sindermann vielleicht überlegt hat, den Teddy der Mutter des Jungen zurückzugeben. Darüber wird nichts berichtet und wir müssen dabei aber auch bedenken, dass im Herbst 1944 die Zeit war einer totalen Überfüllung des Lagers. Es waren mehr als 34.000 Frauen gleichzeitig im Lager. Der Teddy ist 1993 in die Sammlung gestiftet worden und er ist für uns ein sehr besonderes Objekt, weil wir sehr wenig Sammlungsgegenstände haben von der Haftgruppe der als Sinti und Roma und damit der als rassistisch verfolgten Gefangenen und damit gleichzeitig auch der als mit dem schwarzen Winkel der als asozial stigmatisierten Gefangenen. Wir haben noch ein Objekt von Ceja Stojka, einen Kinderrock, aber damit ist sozusagen die Sammlung schon beendet. Und das weist auch auf die Gedenkstättengeschichte hin, weil nach dem Krieg waren es vor allem die als politisch verfolgten Frauen, die sich für die Gründung der Gedenkstätte eingesetzt haben und die auch nur innerhalb ihres Kreises sozusagen Objekte für das erste Lagermuseum gesammelt haben. Sodass wir immer im Kopf behalten müssen, dass die Sammlung nicht die Gesamtheit der Häftlinge repräsentiert. Da gibt es sozusagen eine Imbalance. Und dass ja auch viele der als rassistisch verfolgten Frauen, Männer und Kinder nicht überlebt haben. Und es ist auch ein Zeichen dafür, dass ja auch die Stigmatisierung nach dem Krieg fortgesetzt wurde. Und von daher ist es auch ein ganz besonderes Objekt für die Sammlung. Es war ausgestellt und zwar zwischen 1995 und 2014 im Gedenkraum für die Sinti und Roma im ehemaligen Lagergefängnis, dem sogenannten Bunker. Danach ist er ins Depot gekommen und 2017 hat dann eine Spendenaktion stattgefunden. Zusammen mit dem Internationalen Freundeskreis der Gedenkstätte
haben wir im Berliner Büro des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma eine Benefizveranstaltung durchgeführt und haben eben für die Restaurierung dieses Bären gesammelt, sodass er dann im Folgejahr 2018 von Susanne Buch restauriert werden konnte. Sie haben ja gesehen, er ist jetzt in einem Karton, er hat sozusagen ein eigenes Bett bekommen, damit wir ihn nicht immer bewegen müssen, um ihn zu schützen. Und wir bewahren ihn auch in unserer Klimabox auf, das heißt damit bei stabilen Luftfeuchtigkeits- und Temperaturwerten, um ihn eben möglichst lange zu bewahren. Ja, und in den letzten Jahren wird immer mehr bewusst, dass man eben auch über Dinge Lagergeschichte erzählen kann. Neben den Interviews mit Überlebenden, mit ihren Zeitzeugenberichten, mit ihren Veröffentlichungen werden auch Dinge mehr und mehr wichtig. Und ich glaube, das, was ich gerade berichtet habe, zeigt ja, dass man auch anhand von Objekten über die Existenzbedingungen im Lager, über die Geschichte der Opfer, über Verhalten von Täterinnen und Täter berichten kann. Und ja, deshalb ist es für uns auch so wichtig, die Dinge hier gut aufzubewahren und für die Nachwelt zu erhalten. Ich stehe hier in einer Halle der historischen Textilfabrik im Industriehof des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Weibliche Häftlinge mussten in diesem Bereich des Lagers Zwangsarbeit leisten. Dazu gehörte unter anderem das Nähen von Bekleidungsstücken, sowohl für KZ-Häftlinge als auch für die SS. Unter denen, die hier arbeiten mussten, war auch die damals 16-jährige Magdolna Hodoshi, eine Romni aus Ungarn. Überlebende berichten von sehr schlechter Luft, konstantem Lärm, körperlichen Schmerzen durch ständiges Sitzen und von Schikanen und Gewalt durch Aufseherinnen. Im Industriehof gab es unter anderem eine Weberei, eine Kürschnerei und mehrere Schneidereien. Wo genau Magdolna arbeiten musste, ist uns nicht bekannt. Übrigens arbeiteten nicht alle weiblichen Häftlinge in diesem Bereich des Lagers. Viele von ihnen wurden zur Zwangsarbeit in der Rüstungsproduktion in den zahlreichen Außenlagern eingesetzt. Magdolna wurde Anfang November 1944 von ungarischen Gendarmen aus ihrem Heimatdorf nach Komárom, ein Sammellager in Ungarn, verschleppt. Nach ein paar Wochen ist sie zusammen mit anderen Sinti und Roma in einem großen Transport zunächst ins KZ Dachau deportiert worden. Im Dezember 1944 kam sie im KZ Ravensbrück an. Nach der Ankunft musste sie bei großer Kälte mit anderen Ungarinnen tagelang auf die Aufnahme in das KZ Ravensbrück warten. Magdolna berichtet: Und daran erinnere ich mich sehr gut, dass wir am 1. Dezember in Ravensbrück angekommen sind, im Lager. Und dann waren wir tagelang unter freiem Himmel eingezäunt. Es regnete, dann gab es schon Schnee. Es war kalt und dann kamen wir zu den Baracken. In Ravensbrück waren zu diesem Zeitpunkt um 40.000 Menschen in Haft. Das Lager war total überfüllt. Viele Menschen waren der völligen Verelendung ausgesetzt. Magdolna berichtet: Ich war einen Monat lang in der Baracke Nummer 22 mit anderen Roma zusammen. In der Baracke 22 sind jeden Tag sehr viele Menschen gestorben. Da waren hauptsächlich Familien mit Kindern, nur Roma. Sie starben insbesondere wegen den Krankheiten, dem Hunger, der mangelnden Versorgung. Magdolna hatte anfangs kaum soziale Kontakte oder Beziehungen zu anderen Häftlingen. Sie verstand nur Ungarisch, konnte also die KZ-Aufseherinnen und SS-Männer nicht verstehen. Durch einen Zufall traf sie nach einiger Zeit in Ravensbrück eine Cousine. Magdolnas Cousine kam aus dem österreichischen Burgenland, sprach Deutsch und war schon seit 1939 im KZ Ravensbrück in Haft. Sie war gut mit anderen Häftlingen vernetzt. Magdolna Hodoshi berichtete 1996 der ungarischen Forscherin Katalin Katz in einem Interview, dass sich durch diese Cousine ihre Existenzbedingungen verbesserten. Die Cousine erreichte zusammen mit Kameradinnen, dass die inzwischen schwerkranke Magdolna zu ihnen in die Baracke 30 verlegt wurde. Die Frauen tauschten Magdolnas Haftnummer mit der einer in ihrer Baracke verstorbenen Mitgefangenen aus. Magdolna bekam in Baracke 30 ein neues, sauberes Kleid
und konnte sich erstmals nach ihrer Verhaftung von Ungeziefer reinigen. Der Cousine gelang es auch, vor den Aufseherinnen zu verheimlichen, dass Magdalena gesundheitlich nicht mehr in Lage war, körperlich zu arbeiten. Zusammen mit Kameradinnen nahm sie Magdalena mit zur Zwangsarbeit im Industriehof. Die Frauen achteten jedoch gemeinsam darauf, dass sie sich während der Schichten ausruhen konnte. Magdalena berichtet: Und es gab keinen Appell. Morgens gingen wir gleich zur Arbeit. Wir arbeiteten von 6 Uhr morgens bis 2 und es gab auch eine Schicht am Nachmittag von 2 bis 10. Die anderen haben gearbeitet, sie haben mich mitgenommen, aber ich war so krank, dass sie mich immer unter den Tisch gelegt haben. Einmal haben die anderen meine Cousine informiert, dass die Aufseherin kommt. Sie solle aufpassen und mich herausnehmen. Ich soll auf Arbeit bereit sein, so dass die Aufseherin nichts merkt. Das lief so 2 Monate lang. Was Magdalena Hodoshi hier berichtet, finde ich bemerkenswert. Eine Gruppe von Häftlingsfrauen handelt solidarisch und riskiert schwere, vielleicht sogar lebensbedrohliche Strafen, um diesem jungen Mädchen eine Chance zu geben, sich zu erholen. Sie retten Magdalena Hodoshi das Leben. Sie musste das Lager Ende April 1945 unter Bewachung verlassen und wurde erst Anfang Mai auf dem Todesmarsch befreit. Sie berichtet, dass sie nach der Befreiung von jüdischen Kameradinnen eingeladen wurde, mit ihnen nach Palästina zu gehen. Sie lehnte ab, da sie zu ihrer Familie zurück nach Ungarn wollte. Diese Heimkehr nach Ungarn hat sehr lange gedauert. Wegen den schweren Erkrankungen musste Magdalena noch ein Jahr in Deutschland in verschiedenen Krankenhäusern verbringen. Erst im August 1996 erreichte sie ihr Heimatdorf Sopron-Perestek. Zwar hatte ihre Familie überlebt, es war jedoch für Magdalena ein lebenslanger Schock, dass ihre jüngeren Geschwister sie nicht wiedererkannten. Die Familie war schon sicher, dass sie gestorben ist. Sie war die einzige Person aus ihrem Transport, die nach Kriegsende in ihr Dorf zurückgekehrt ist. Magdalena heiratete und versuchte, eine eigene Familie aufzubauen. Ich zitiere sie wieder: Dann bin ich wieder krank geworden, sehr lange. Ich habe meinen Mann kennengelernt, aber ich hätte noch nicht heiraten sollen. Wie oft ich gehört habe, dass meine Schwiegermutter sagte: Was für eine Frau hast du hier gebracht? Sie kann außer liegen nichts machen. Ich war aber krank. Ich denke sehr oft dran. Ich träume immer noch vom Lager, immer noch. Und ich erzähle noch etwas. Lange, als ich schon verheiratet war, ist es mir passiert, dass ich in der Nacht laut schrie. Und meine Schwiegermutter wusste nicht, was los ist. Und sie sagte zu meinem Mann: Warum hast du diese verrückte Frau geheiratet? Sie ist verrückt, sie schreit in der Nacht. Er sagte ihr: Mutter, wie kannst du sowas über sie sagen? Sie ist eine kranke Frau. Er meinte, psychisch krank. Also ich hatte sehr oft Albträume. 1996 erklärte Magdalena Hodoshi, warum sie ihre Verfolgungsgeschichte erzählt. Ich werde sie zum Abschluss zitieren. Sie fragen es immer noch. Meine Enkelkinder interessieren sich mehr. Sie sind 19 und 20 Jahre alt. Das kommt immer noch vor, dass sie sagen: Mama, erzähl uns darüber. Ich erzähle es ihnen, weil sie es wissen müssen. Das darf man nicht leugnen.